Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus Kalifornien. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich habe, ich muss sie gerade nachschauen. Eines, was ich weiß, ist Condor. Man ist offen für den Verkauf an eine Golffluggesellschaft. Dann haben wir weitere Themen, und zwar Lufthansa A380 bleibt dauerhaft in München. Das sind die News von Carsten S. aus M. Dann Eurowings baut die Business-Class-Sitze aus, nicht die Gartenstühle, sondern die exklusiven, geileren Sitze, also Premium Economy auf Business Class auf Cont, hat wohl irgendwie mit Dubai zu tun. Und Air France will noch französischer an Bord werden. Finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch eure Kommentare zu lassen und auf School zu kommen. Ja, Condor prüft aktiv Beteiligung, und zwar ist Peter Gerber, der CEO, explizit an Airlines aus dem Golf interessiert und bringt diese auch ins Spiel. Darunter Emirates, Etihad, Qatar Airways. Und der Hintergrund ist natürlich, dass der deutsche Staat sich zurückziehen will. Im Gegensatz zur Lufthansa-Rettung hat die Condor eine Rettung aus einer Joint Venture, hätte ich mal fast gesagt, gemacht, aus dem Land Hessen und aus der Bundesrepublik. 49% halten diese, und diese 49% sollen verhökert werden, und die können auch an eine Golf-Airline gehen. Interessant ist auch, dass diese 49% auch gewisse Rechte bringen und dass die natürlich dann eine eigene GmbH, glaube ich, gegründet hatten, SD oder wie die hieß. Und da war es dann so, dass die da im Aufsichtsrat gesessen haben und sich abgestimmt haben vorher. Attestor 51%, das ist der andere Anteilseigner. Der Staat muss die Anzahlung natürlich nach Rückzahlung der Hilfe verkaufen. Auch Turkish Airlines wird ins Spiel gebracht, nur so als Randbemerkung. Ausbau bestehender Partnerschaften, Umzug 2027 ins Terminal 3, das ist der Golf Airline Hub, den man ja quasi gemacht hat, weil das Terminal 2 zu ist. Dann, habe ich 2027 gesagt? Nee, das ist ja gerade passiert, also ballerballer hier. Dann Einstieg einer Golf-Airline ist natürlich ein massiver strategischer Shift, muss man ehrlicherweise sagen. Condor könnte Teil damit eines globalen Netzwerks werden, was für Condor geil wäre, für Lufthansa semi-geil, aber für uns als Passagiere turbo-geil, weil wir dadurch mehr Wettbewerb haben. Interessant ist auch, da Lufthansa als Käufer ausgeschlossen ist, interessant war ja auch, dass Condor von der Lufthansa gegründet worden ist. Golf Airlines suchen Expansion außerhalb ihrer Heimatmärkte, das merkt man ja. Aber Fazit kann man ganz klar sagen, der Verkauf ist quasi imminent und wahrscheinlich. Golf Airline Einstieg wäre ein Gamechanger für den europäischen Markt. Und die andere Frage ist natürlich, wenn man sich das Ganze anschaut, in Bezug auf das Thema, warum Condor das machen muss. Ganz einfach, weil die Zurückzahlungen passieren. Und diese Zurückzahlung heißt einfach, dass Condor dann frei vom Staat ist, also was relativ cool ist. Kann jetzt auch natürlich ein strategischer Gedanke sein, dass man sagt, na, wir sind ja eigentlich mit dem Eierfranken dran und mit also Air France, KLM oder mit British Airways oder vielleicht mit wem anders aus Europa am Diskutieren. Frage ist, mit wem. Dann ist das Thema halt relativ schnell gegessen und man muss dann ehrlicherweise sagen, vielleicht ist das nur ein Scheingefecht. Aber ihr könnt die Frage beantworten. Einmal natürlich, ob das ein ehrliches Interesse des Verkaufens ist oder ob es am Ende des Tages einfach nur ein Scheingefecht ist, inwieweit man da andere schützen will, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wie man andere da aus dem Gespräch bringen will. Ne? Man weiß es ja nicht. Also, soll Condor an eine Golf-Airline verkauft werden? Ja oder nein? Weiter geht es dann mit Lufthansa A380, denn die bleiben in München. Lufthansa bestätigt, der A380 wird dauerhaft in München stationiert. Frankfurt ist damit endgültig raus aus dem Super Jumbo Game. Die 8 verbliebenen Maschinen, die werden in München stationiert. Grund ist natürlich 10 € geringere Kosten pro Passagier. Das läppert sich. Hier fängt gerade jemand an, ihr seht es, da aufzuräumen. Das sind die Auswirkungen vom 4th of July. Hier wurde Barbecues gemacht und so weiter, also alles sehr lecker. Ja, die Einsatzstrecken sind ja bekannt, das ist Los Angeles, das ist Neu-Delhi, ist aber Bangkok im Winter. Und auch die 350-1000er mit der First Class kommen nach München. München wird damit zum Premium Hub, was auch interessant ist, und Fokus auf Muck und First und Premium Produkte. Das FCT wird ja auch
umgebaut. Wir reden ja auch schon permanent darüber, dass das einfach dem Erdboden gleich gemacht werden soll. Das soll weg. Wer weiß, was da wirklich passiert am Ende des Tages, weil viele Sachen ja auch noch nicht ganz fix sind. Für mich ist es persönlich jetzt nicht die Frage, ob Frankfurt ein Verlierer ist, München ein Gewinner ist oder ob München der wichtigste Lufthansa-Hub ist. Denn die Frage ist ja auch, wie lange bleibt die 380 überhaupt im Einsatz? Wie lange ist das ein Gamechanger? Und die andere Frage ist es eigentlich wichtig, außer wenn ich in Frankfurt oder München wohne, ob ich von Frankfurt oder München fliege? Für mich ist es so, dass natürlich München etwas längere Flugzeit ist, um von Helsinki aus oder von Tallinn aus dahin zu connecten. Also insofern ist es eher am Ende des Tages wurscht. Fazit ist halt, dass man eine klare Entscheidung getroffen hat. Beim A380er München ist das A380 Hub Thema und das macht man. Dann, da wird aber seriously hier umgeräumt, interessant. Ja, Lufthansa setzt also damit auf Effizienz- und Premiumstrategie gerade in München. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist, würdet ihr ein besseres Produkt extra in München fliegen und ist der A380 ein besseres Produkt? Da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Was ein besseres Produkt auf jeden Fall war bei Eurowings der Versuch, dass man mit einer echten Business Class da etwas versuchen wollte. Aber die echten Business Class Sitze werden jetzt, also echt in Anführungsstrichen, weil es sind ja eigentlich Premium Economy, ist ja auch egal, wie es ist. Ne? Das Sitzprojekt war stark an die Dubai-Strecke gekoppelt und die ist ja aktuell ausgesetzt und kommt ja auch nicht wieder. Die Premium Business Sitze wurden komplett ausgebaut. Der Testlauf ist also damit in der Mittelstrecken Business Class gescheitert, wenn man es so will, oder einfach nur ausgesetzt, je nachdem, wie er es sieht. Die saisonale Nutzung im Winter und Rückkehr im Winter 2026-27 ist offen, bin ich mal gespannt. Das Experiment zeigt, ist, dass die Strecken da insgesamt sehr wichtig sind, weil die Nachfrage von der Strecke abhängt. Die Mittelstrecken Business Class bleibt ein schwieriges Produkt, weil wer ist die Zielgruppe? Das sind die Leute, die ein bisschen mehr zahlen wollen oder auch einfach einen Honrun machen wollten. Ist also quasi ein Thema. Und die Frage ist halt an euch auch, ist das Thema jetzt nur pausiert oder ist das Konzept gescheitert am Ende des Tages? Und brauchen wir in Europa eine echte Business Class oder wie in den USA wird es ja First Class genannt? Oder war einfach das Pricing zu falsch, also zu hoch, zu viel? Ne? Ja, würdet ihr einen höheren Preis zahlen für einen besseren Sitz auf Mittelstrecke? Und die Frage ist natürlich auch, warum haben sie es ausgebaut? Natürlich haben sie es ausgebaut, weil man keine Passagiere damit verlässlich fliegen konnte. Man hat ja nur 2 Buden gehabt, die das hatten. Und das andere Thema ist natürlich, keine Strecke war so preiswillig zu zahlen wie Dubai. Und deshalb am Ende des Tages hier natürlich dann dieses Ergebnis. Ja, beim letzten Thema ist es so, Frankreich wird französischer oder Air France wird französischer. Air France ersetzt international Getränke durch französische Produkte in den Premium-Klassen und Lounges Ziel ist stärkere Markenidentität. Und internationale Getränke werden ersetzt. Auch dieser Fuse Tea, Schweppes, Sprite, alles Adieu. Oder Acropolis Adieu? Wie heißt das auf Französisch? Auf jeden Fall die einzige Ausnahme ist und bleibt Coca-Cola. Da bin ich natürlich dankbar. Da werde ich natürlich auch gerne fliegen. Als Diamond bei SAS bin ich ja auch im Sky-Team gern gesehen. Und starker Trend zu lokaler Markenidentität, mehr authentisches Erlebnis. Und wichtig ist natürlich, ist das Premium oder ist das nur Marketing? Oder wollen wirklich internationale Kunden lokale Produkte haben? Wo ist die Grenze zwischen Identität und Einschränkung? Denn Air France setzt klar auf Nationalstolz der Marke, kann funktionieren, wenn die Qualität stimmt, logischerweise. Bei Champagner gibt es ja keine großen Diskussionen, gibt es halt nur da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein großer Verfechter dessen, weil ich sehe es gar nicht ein, dass zum Beispiel, wenn ich Mineralwasser trinke, warum muss ich das Wasser immer kilometerweit schippern? Warum kann ich nicht einfach lokales Wasser nehmen? Auch hier in den USA haben wir sehr oft San Pellegrino, aber ich habe jetzt zum Beispiel ganz bewusst auch hier, wie heißt das nochmal, Valley irgendwas geholt. Und ich habe Saratoga, was ich gerne trinke, weil das hier um die Ecke kommt, in Anführungsstrichen. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man das erstmal hunderte, tausende von Kilometern durch die Welt schickt. Und wer halt über Umweltschutz redet, wie Fluggesellschaften das ja gerne tun, dann können sie da auch anfangen. Und die französischen Produkte, es gibt viele Sachen, die finde ich einfach toll, wenn sie lokal sind, weil es halt auch ein Lokalkolorit ist. Wie lange haben wir uns den Mund fusselig geredet, jetzt nicht über Tasting Heimat anfangen, aber dass wir zumindest deutschere Sachen haben, die wir zusätzlich bestellen können. Also das fände ich auch nicht verkehrt.
Ist lokale Authentizität wichtiger als bekannte Marken aus eurer Sicht? Und interessant, dass Coca-Cola da den einzigen Ausnahmestraftatbestand hat. Ja, wir können als Fazit zur Sendung heute nur sagen, Konsolidierung Airline-Markt nimmt zu. Der Condor verkauft zum Beispiel, welche Fluggesellschaften. Wir haben ja TAP, die verkauft werden. Wir haben andere, die da den Kaufinteressenten haben. Politische Risiken beeinflussen Airlines sehr massiv. Sehen wir an der Eurowings, dass man diesen Business-Class-Test abgebrochen hat. Premium-Strecken werden klarer, heißt also bei Lufthansa, man möchte auf München mehr setzen. Auch Air France setzt auf Premium-Produkte als Markenidentität lokal, um das als Wettbewerbsvorteil zu sehen. Wobei ich muss gerade überlegen, Foie Gras, also diese Leber, Gänseleber, das braucht Glas nicht. Aber gut, egal, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall ist die Hub-Strategie auch bei Lufthansa klar, München versus Frankfurt. Ich denke mal, München hat so ein bisschen jetzt einen Vorteil. Ja, ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch aufs Gut zu kommen und dort die Fragen des Tages zu beantworten. Die Frage des Tages ist ja ganz klar, würdet ihr gezielt über München fliegen anstatt Frankfurt wegen des A380 und würdet ihr für bessere Mittelstreckensitze mehr zahlen? Also insofern, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, euch auf der nächsten Folge zu sehen, in der nächsten Folge zu sehen, egal wie, grammatikalisch oder sonst was. Bis dann, tschö, bis dann, ciao, ciao.